Bewölkter Himmel, aber kalt ist es nicht, als wir das kleine, aber schöne Shamrock in Texas verlassen. Frisch gestärkt mit der für die USA üblichen Frühstückswaffel, natürlich in Texas-Form. Ja, die Texaner lieben ihren Staat, vielleicht etwas vergleichbar bei uns mit den Kölnern. Texas verewigt die Form des Staates auf allem, was geht, ähnlich wie die Kölner ihren Dom. Den haben wir übrigens auch schon als Waffel gegessen. Vor uns liegt die mit 220 Meilen längste Etappe auf der Route 66. So, das war dann Shamrock. Wir verlassen nicht nur Shamrock, heute Abend werden wir den Lone Star State auch durchquert haben und schon in New Mexico sein. Wie weit? Wir haben hier richtig Platz. Ja. So langsam kommen wir auch aus der Tornado Alley raus und wir sind immer noch beeindruckt, wie gut das Warn- und Schutzsystem hier ausgebaut ist. Immer wieder haben wir Hinweise entdeckt, die zu öffentlich zugänglichen Sheltern leiten. Das sind sowas wie Schutzbunker. An vielen Stops gab es verschiedene Schutzmöglichkeiten als Tipps für unsere Weiterfahrt. Auch diese Raststätte, an der wir kurz halten. Klar fanden wir die Grills in Texas-Form witzig. Texas halt. Aber, und deshalb unser Stop, diese Raststätte ist auch in vielen Reiseführern extra als Tornado-Shelter erwähnt für den Fall der Fälle. Das komplette Gebäude ist ein Schutzbunker für viele Menschen. Wir hoffen, dass er nicht oft gebraucht wird. Unser erster Stopp ist Groom. Wir erhaschen einen Blick auf einen doch sehr schiefen Wasserturm. Hier war früher ein Truckstop und Restaurant. Ralph Britton, der Besitzer, kaufte einen alten Wasserturm und stellte ihn mit einer Neigung von etwa 10 Grad auf. Die Neugier ließ vielen Reisende anhalten, um sich nach dem Grund für die Schräglage des Turms zu erkunden. Ein Werbegag also, der aber ziemlich gut aufging. Wir halten an einem riesigen Kreuz, gute 60 Meter hoch, welches 1995 errichtet wurde. Es sollte ursprünglich eine große spirituelle Werbetafel sein. Der Grund? Den Erbauer Steve Thomas ärgerten die damals vielen pornografischen Werbetafeln an der Interstate. Das Kreuz von Our Lord Jesus Christ Ministries ist keiner Kirche angeschlossen, hat keine feste Gemeinde. Man sollte sich wirklich die Zeit nehmen und sich diesen Ort ansehen. Friedlich, spirituell und wunderschön gestaltet. Nicht weit hinter Groom liegt Conway, eine kleine Geisterstadt. Hier eröffnete 1967 die Familie Crutchfield einen Laden. Damals war Conway eine blühende Stadt, die aber bereits zur Jahrtausendwende fast wieder verschwunden war. Die Familie rammte, inspiriert von der Cadillac Ranch, zu der wir später kommen,
Im Jahr 2002 5 VW Käfer in den Boden, um Aufmerksamkeit zu erregen und Kunden anzulocken. Aber der Laden musste ein Jahr später endgültig schließen. Ich glaube, das hat auch schon ein ziemliches Motel. Müsste ich aber nicht mal nachdenken. Yes, I do. Real good feeling. You say you've been burned a few times now. Well, so have I. You say you learned to tell truth from lies. Oh, yes, you do. Just sitting here with. Is this the way to Amarillo? Ja, ist es. Wir nähern uns der Stadt aus dem berühmten Lied Sie liegt zufällig an der Route 66. Two lonely souls meeting at a laundromat. Two lonely souls wanting love. We are neither of us blessed with you. Neither want all that. We're just two lonely souls at a laundromat. Unser Stopp hier ist die Big Texan Steak Ranch, eine Institution seit 1960, Motel und Steak Restaurant. Hier ist das Zuhause des wohl bekanntesten Esswettbewerbs, die 72 Unzen Steak Challenge. Wer ein fast 2 Kilo Steak mit allen Beilagen unter einer Stunde verspeist, der bekommt sein Geld zurück. Auf der Internetseite kann man diese Challenge live verfolgen. Über 90.000 Menschen haben es versucht, aber nur knapp über 10.000 haben es geschafft. Hallo. Sorry, I didn't understand. We don't open till 10. We've got 2 more minutes, and we're no longer serving breakfast. Schatz? Ich habe Klapperschlangen entdeckt. Mhm. Ich glaube aber, die schläft. Mhm. Ist das ein Stück? Guck dir das mal an. Da mach ich einen Braten für 3 Tage draus. Das musst du in einer Stunde schaffen. Mit den anderen Gedöns, ne? Zoltar be sharing with you your fortune. Die Bedienung war zwar sehr freundlich, dafür aber sehr, sehr langsam. Der Kuchen war aber richtig gut. Der Kaffee unterirdisch schlecht, dazu noch im Pappbecher, für solch einen bekannten Laden eher beschämend.
Und nein, wir haben die Challenge natürlich nicht gewagt. So früh am Tag muss es kein Steak sein. Oh, ich glaube, die Sonne kommt nicht raus. Ich habe auch das Gefühl. Hier ist auch irgendwas. Ja, das ist auf dem ganzen Weg, das ist ein Brandzeichen. Ja, ja. Was? Der Pool ist auch in Texas. Nochmal anhalten würden wir, vielleicht sogar übernachten. Denn die Steaks müssen außerordentlich gut sein, auch in kleinerer Form. Und nett anzusehen ist das Ganze alles auf jeden Fall. Guess I was an easy one to fool. Blue-eyed and blonde, just a regular tool. But some things you just don't realize. Even though they're happening right in front of your eyes. Wir fahren zum 6th Street Historic District. Immer wieder erinnern Wandgemälde, Straßenschilder und Neonreklamen an die wohl berühmteste Straße der Welt. Stayed here for too long. Some tears are softer than others. Sometimes even gold can rust. Some flags will suddenly change color.
Ein netter Stopp bei ALW Antiques, ein netter Plausch mit ihr und ihrer netten Enkelin und ein Foto zum Abschied. Some tears are softer than others. Sometimes even gold can rust. Some flags will suddenly change color. That's what makes it hard to know just what to trust. When all that you believed has turned to dust, even gold can rust. Dann geht es weiter zur Cadillac Ranch. Spraydosen haben wir uns vorher im Walmart besorgt. Gut so, denn vor Ort nimmt ein pfiffiger Händler für die gleichen Dosen fast $20 das Stück. Was wir mit Spraydosen wollen? Die Cadillac Ranch ist eine Kunstinstallation, die 1974 von Künstlern erschaffen wurde. Auf 10 bis zur Hälfte in den Boden eingelassenen Cadillacs kann und soll sich jeder verewigen, der es möchte. Lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Gut, dass aus dem Nebel von heute Morgen strahlender Sonnenschein wurde, denn bei schlechtem Wetter soll die Cadillac Ranch ein riesengroßes Schlammfeld sein. Zwischendurch werden die Cadillacs von ihren Graffiti-Panzern erlöst und neu gestrichen. Sie sehen also jeden Tag anders aus. Ob wir nochmal hin würden? Eher nicht. Der ist falsch gefahren, hast du gesehen? Das ist aber auch verwirrend. Ich sehe doch schon die Leute da. Meine ich zumindest dahin laufen. Klar war mal nett anzusehen und zu erleben. Wir sind ja keine Umweltterroristen, aber zu sehen, wie die Familien ihren Kindern zeigen, wie weit man leere Spraydosen in die Natur werfen kann und das dann auch noch lustig finden, geht gar nicht. Und viele sind nicht in der Lage, ihren Müll in die bereitgestellten Tonnen zu werfen. Aber das liegt wahrscheinlich an der Luft. Wer sich da zu lange aufhält, ist wahrscheinlich total benebelt von den Dämpfen. So langsam nähern wir uns stetig der texanischen Grenze, aber noch ist etwas Zeit. Wir halten im Vega am Melbourne Price and Culture Museum. Solche Stops macht man, wenn man den Route 66 Passport hat. Sonst würde man vielleicht eher weiterfahren, aber hier hatten wir wirklich einen der herzlichsten Stops. Ein junger Mann führte uns durch das kleine Museum, sichtlich stolz auf die alten Memorabilia, über die er viel erzählen konnte. Eine über 100 Jahre alte Druckmaschine ist noch in Betrieb und wir sind die Ersten, die einen Erinnerungsstempel auf unsere Fahne bekommen haben. Leider müssen wir irgendwann weiter, New Mexico wartet auf uns. Now you need to move fast to make it stay. You should hurry to love him now. You should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love
Hier in Adrian wird die Route 66 geteilt. Genau der Mittelpunkt zwischen Chicago und Santa Monica. Ein schönes Gefühl, es schon so weit geschafft zu haben, aber auch ein bisschen Melancholie schwebt mit, denn wir haben nur noch die Hälfte vor uns. Den berühmten Kuchen, den es im Midpoint Café geben soll, haben wir nicht probiert. Der Plan war dort ein spätes Mittag- oder ein frühes Abendessen einzunehmen mit Kuchen zum Nachtisch. Das Café war ziemlich voll, die Freundlichkeit ließ zu wünschen übrig, da haben wir uns auf den Außenbereich konzentriert und sind weiter. Jetzt haben wir es wieder. Ja. Jetzt geht's mit dem einen abwärts. Richtung Pazifik. Ja. Oh, you should hurry to love him now, or be too late. Schon vor der Grenze zu New Mexico beginnt sich die Landschaft zu ändern. Wirklich schön, die ersten roten Hügel tauchen auf. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. Wir verlassen die Interstate, die hier auch die Route 66 ist, und fahren durch den kleinen Grenzort Glen Rio. Eine State Line entdecken wir hier aber nicht, also zurück auf die Interstate. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Falling into your arms. Und dann sind wir in New Mexico. Hier verläuft auch die Zeitgrenze. Wir sind jetzt in der Standard Mountain Time und haben eine Stunde dazu gewonnen. Done with you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, I just feel so lucky. Oh, still can't believe you love me. I can't believe you love me. I just feel so lucky. Still can't believe you love me. Etwa 40 Meilen hinter der Grenze zu New Mexico liegt Tucumcari, unser heutiges Ziel. Wir werden in einem der historischsten und schönsten Motels in den USA und an der Route 66 übernachten, dem Blue Swallow Motel.
Es wurde 1940 eröffnet und 1993 in das National Register of Historic Places aufgenommen. Seit Juni 2020 wird es von Robert und Dawn Federico betrieben und erhalten. Die Zimmer sind gemütlich im Vintage-Stil der 40er und 50er Jahre erhalten. Die Badezimmer haben den Komfort von heute und die Einrichtung von noch 1940. Es ist das einzige Motel mit Garagen für die Autos und Motorräder. Es gibt einen großen Serviceraum, unter anderem mit einem 80 Jahre alten Kühlschrank, der immer noch treu seine Dienste leistet. Robert und Dawn sind perfekte Gastgeber, die mit Leib und Seele dieses wunderschöne Motel betreiben. Wer will am Blitzen? Da. Da. Ja, der kommt jetzt gleich. Jetzt würde Wolken auf meinen Bild. Ja. Das Hotel ist geil. Ich glaube, gleich geht's los. Ja, der Wind wird stärker. Wir machen noch einen kleinen Abendspaziergang durch Tucumcari und suchen vor dem nahenden Gewitter Schutz in einer Pizzeria. Okay, wir haben noch nie so lange auf eine Pizza gewartet, dafür aber selten eine so gute gegessen, ganz ehrlich. Und es sollte das letzte Gewitter auf unserer Reise sein. Auch mein Regenbogen. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my Wir würden beim nächsten Mal 2 Nächte bleiben, um einfach mal den ganzen Tag diese tolle Atmosphäre zu genießen und gemütlich vor dem Zimmer sitzend mit Oldie-Musik im Hintergrund das Treiben zu beobachten. Und am Abend unter den knisternden, noch originalen Neonlichtern aus den 40ern den Sonnenuntergang erleben. It's beautiful. Wir sind in New Mexico angekommen, dem 6. Bundesstaat, durch die Mother Road führt, und haben kurz vorher in Texas die Route 66 halbiert. Natürlich nur die Strecke. Und unsere Reise, 15 Tage und Nächte, liegen noch vor uns. Ab jetzt geht es streng genommen nur noch in Richtung Pazifik mit dem einen oder anderen Abstecher. Es liegen noch einige Erlebnisse, Etappen und Episoden vor uns. Aber jetzt steht Ostern vor der Tür und wir sind unterwegs. Gebt uns ein wenig Zeit, die neuen Episoden für euch zu gestalten. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpass nicht, wenn wir dich weiter mit auf die Reise unseres Lebens nehmen. Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you soon!